13. Hausleitner Rallye. Und dort sind nur Fahrzeuge bis Baujahr 1986, glaube ich, zugelassen. Oder 89. Das heißt, wir fallen da ganz leicht hinein. Und ich glaube, veranstaltet wird es von dem Puchclub, dem Ortsansässigen. Das heißt, es werden wahrscheinlich sehr viele Mopeds dort sein. Also Maxi und was auch immer alles sonst noch gebaut hat. Whatever. Und es gibt dann natürlich auch Motorräder zu bestaunen. Also alles, was kein Moped ist. Und es gibt dann auch eine Ausfahrt, darum eben Rallye. Die Ausfahrt ist natürlich zweigeteilt. Einmal Puch-Moped, weil die ja eigentlich nur 45 fahren dürften. Und einmal Puch-Motorräder, weil die schneller sind und deswegen auch eine längere Strecke haben. Meines Wissens nach wird die Mopedstrecke zwischen 40 und 50 Kilometer lang sein und die Motorradstrecke ungefähr 100 Kilometer. Ich weiß noch nicht, ob ich mitfahre, aber ja, ab 12 ist Treffen in Hausleiten. Und ja, wir fahren jetzt dorthin. Das heißt, wir sehen uns dann später, wenn wir aus der Stadt draußen sind. Bis dann! Ja, und natürlich draußen aus der Stadt. Und wir fahren gerade die Dopplerhütte runter. Und einer der schönsten Aussichten über das Thunerfeld. Ja, die Strecke ist nicht so anspruchsvoll, weil die Serpentinen halt kein wirklich flüssiges Fahren zu lassen. Aber die Strecke war früher eine sehr beliebte Strecke für Motorradbergrennen. Und ja, es war einfach herrlich. Weil man von oben, wie noch nicht so viel bewaldet war, bis herunterschauen hat können. Und natürlich auch beobachten, welche Linie fährt der Motorradfahrer. Ja, einfach traumhaft hier die Aussicht. Natürlich sind wir hier nicht gesetzeskonform unterwegs. Wir sind noch alle 50er. Ich meine, welchen Spaß macht dann Motorradfahren überhaupt noch? Wenn man hier nur 50 fährt, fahre ich schon mit Nauler jetzt 50. Und ja. Gut. Wir sind heute ja, wie schon erwähnt, auf diese 13. Hausleitner Motorradrallye oder die Rallye oder Hausleitenrallye heißt es eigentlich ganz genau unterwegs und schauen uns einmal an, ob es dort schöne Fahrzeuge gibt. Und ja. Okay, meine gehört vielleicht nicht ganz dazu. Ich hätte sie noch. Eigentlich gehört sie lackiert. Aber das ist noch der Originallack seit ihrer Erzeugung 1983. Auch mit den kleinen Rausspuren, die sie hier auf den Scheinwerferrahmen hat. Und irgendwie möchte ich das gar nicht beseitigen, weil das gehört zu ihr. Das ist altersentsprechend und mir gefällt halt der Originalzustand noch immer am besten. Macht halt am meisten mir optisch Spaß. Gefällt mir am meisten und
und jetzt fahren wir durch Tulln und ja, das ist weniger interessant. Also, bis später. Ja, und wir sind schon fast Ausleiten. Gemütlich macht sich dahin. Das schafft nämlich mein Hunde auch mit Viertelgas. Echt genial. Ja, die haben wir schon ausleiten. Das schauen wir, wo wir genau hingehören. Ich weiß zwar wohin, aber ich war noch nie im Ausleiten. Also, wir werden gleich sehen. Ah ja, genau, hier links und dann gleich die erste wieder rechts. So, Treffpunkt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich hoffe, die haben das nicht aus Spaß ins Internet gestellt und es gibt gar kein Treffen, denn hier ist tote Hose.